Here we are with a group of refugees. These four people are all from Iran, and we, as journalists, accompanied them, and there were some supporters. And now they are safe in Germany, so let's have a conversation with them. And because of security reasons, we will film them from behind. So let's walk with them. خب شما از راه زمینی اومدید. Well, you have traveled here on foot, which is a dangerous way, especially for women. Could you explain us more about women's condition on the escape and roads? Zuerst möchte ich euch für die Gelegenheit danken, unserem Schicksal eine Plattform zu geben. Es ist ganz offensichtlich, dass gerade Frauen massive Härten erleiden, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Migration und Flucht an sich schon hart und stressig sind und jedem sehr zu schaffen machen. Ich habe auf dem Weg sehr gelitten, vor allem weil ich ein bestimmtes gesundheitliches Problem habe, das mir zusätzlich zu schaffen machte. Ich hatte massive Schmerzen. Ich hatte niemanden, der mir helfen konnte, die notwendigen Medikamente zu besorgen, mir helfen konnte, mich zu einem Arzt zu bringen. Wenn ich zu Hause war und medizinische Hilfe brauchte, war jemand da, um mir zu helfen. Das war zu Hause, ein privater Raum, in dem man geschützt lebt. In den Flüchtlingslagern war das anders. Niemand kümmert sich um irgendjemanden, um es einfach zu sagen. Ich konnte sehen, wie Frauen, die wie ich alleine waren und in Gemeinschaftsunterkünften mit männlichen Mitbewohnern leben mussten, ständig nach Sex gefragt wurden, nur um die sexuellen Triebe ihrer männlichen Mitbewohner zu befriedigen. Es war nervend aufreibend, ständig und unfreiwillig solchen Aufforderungen ausgesetzt zu sein. Es war würdelos. Viele Frauen waren gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, weil sie auf der Route festsaßen und kein Geld hatten, nicht einmal für Essen und Schlafplätze. Sie hatten keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ist immer noch nervenaufreibend, auch nur daran zu denken. Wenn man auf dem Weg von einer Seele begleitet wird, ist es viel einfacher, auch wenn sie dir nur beim Tragen deines Rucksacks hilft oder beim Überwinden von hohen Hindernissen oder schlicht bei anderen einfachen Dingen. Es ist viel erträglicher, als nicht zu wissen, an wen man sich in der Not wenden kann. Ich kann es nicht beschreiben, nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlt, als Frau alleine auf der Flucht zu sein. Ich kann es weder schriftlich noch mündlich noch auf andere Weise ausdrücken, wie ich mich als einsame Frau fühlte. Ich kann die Belastungen und den schrecklichen Zustand, dem ich ausgesetzt war, einfach nicht greifbar für Außenstehende beschreiben. Ich fühlte mich elend, konnte aber mit meiner Familie nicht darüber sprechen. Das schmerzte mich noch mehr. Wir sind aus unserem Land geflohen und wollten irgendwo Zuflucht suchen, ein Ort, an dem uns geholfen werden konnte. Aber wir sahen uns noch mehr Schwierigkeiten gegenüber. Wir wurden erniedrigt, als dass uns geholfen wurde. Sogar Polizisten, deren Aufgabe es ist, Menschen zu helfen und ihre Sicherheit zu gewährleisten, haben uns schikaniert und fertig gemacht. Es ist schwer begreiflich. On your way to Germany, you have been caught by border police. Can you please talk about your experience? Als wir auf dem Balkan ankamen und uns auf den Weg nach Westeuropa machen wollten, hatten wir keine Ahnung von den Umständen, die uns erwarteten, wie die Polizei uns behandeln würde. Wir wurden bei jedem Versuch, die kroatische Grenze zu überqueren, von Polizisten erwischt. Einmal haben sie mich schwer am Arm und Bein verletzt. Immer haben sie unsere Handys, unsere Kleidung, unser gesamtes Geld beschlagnahmt, sodass wir nichts mehr hatten. Sie haben uns oft misshandelt. Vor den Augen unserer Familien sogar noch schlimmer. Mit meinen Verletzungen wurden wir angewiesen, 5 Kilometer zu Fuß zu gehen, in ein Flüchtlingslager. Am Ende waren es mehr als 40 Kilometer, mitten durchs Nirgendwo. Wir mussten einen gefährlichen Weg gehen. Einmal mussten wir uns nach einem Pushback sogar 15 Kilometer lang durchs Vorgebirge schlagen. Sie setzten uns in Autos, fuhren uns einige Zeit, ließen uns dann im Nirgendwo aussteigen und wiesen uns dann an, einen Weg zu nehmen, dem sie sagten, wenn ihr geradeaus geht, kommt ihr an dieses Ziel. Aber das war nicht so. Wir mussten Tage laufen, um an einen sicheren Ort zu gelangen, ohne Wasser und Essen. Das war hart. Wir hatten nichts, wir hatten kein Geld, kein Essen, kein Wasser. Die Bedingungen waren sehr hart. Da sie uns all unsere Kleidung wegnahmen, mussten wir in Unterwäsche laufen. Ich bin ein Mann, ich schämte mich. Wir mussten Unterschlüpfe finden, die uns vor Regen schützten. Es war so schlimm.
Wir zitterten in der Kälte. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Es war brutal. Nicht nur ein- oder zweimal, sondern mehr als 8-mal haben wir versucht, die Grenze zu überqueren und in Sicherheit zu gelangen. Dabei wurden wir immer auf unmenschliche Weise behandelt. Wir konnten von den Polizisten keine humane Behandlung erwarten. Sie haben uns vor den Augen der Familien gedemütigt und misshandelt. Es war uns peinlich, unseren Familien in die Augen zu sehen. In diesem Zustand, ohne Kleidung. Jeder fühlte sich erschöpft. Selbst als Männer hatten wir keine Kraft mehr, den Frauen und Kindern zu helfen. So ging es mir, ganz zu schweigen von den Frauen und Kindern. Wir konnten nicht mehr laufen. Unsere Füße waren wund. Gerade der Weg in den Bergen und wieder hinab in die Täler war äußerst riskant. Einige von uns rutschten mehrmals ab. Während sie abrutschten, warfen sie Arme und Beine aus und versuchten sich an Büschen festzuhalten. Eine Frau rutschte neben mir ab. Einen Moment lang nahm ich an, dass sie in der Schlucht gestorben war. Es war nur ein Zufall, dass sie es bis zu einem Busch geschafft hatte. Hätte sie es nicht geschafft, sich festzuhalten, wäre sie tot gewesen. Die Schlucht war sehr tief. Es war so furchtbar. Selbst jetzt, wo ich nicht mehr dort bin, also hier in Sicherheit, da zittert meine Stimme und mein Körper, denn ich weiß, mit welchen Schwierigkeiten wir hier angekommen sind. Dennoch leben viele, die ich kennengelernt habe, mit ihren Kindern und Familien unter schrecklichen Bedingungen in den Lagern. Sie versuchen es immer wieder. Gerade die Kinder können das Laufen nicht mehr ertragen. Ihre Füße sind wund und blau. Was haben Sie für eine Zukunft? Die Grenzpolizei lässt sie nicht einfach passieren. Sie tut ihnen weh. Es ist einfach furchtbar. Could you explain us the reasons why women escape from Iran? Ich studierte Sportwissenschaften an einer Universität. Ich war schon immer ein großer Fan von sportlichen Aktivitäten und betreibe einige davon auch beruflich. Aber leider war es schwierig, in diesem Bereich tätig zu sein, weil die Behörden uns Beschränkungen und Ungerechtigkeiten auferlegt haben. Wir hatten immer mit der Hijab-Pflicht zu kämpfen und wurden innerhalb und außerhalb der Universität schikaniert. Wir hatten keine Sicherheit. Traurigerweise wurden ich und viele andere Frauen gehänselt, behindert und verloren Punkte, nur weil in den Sporthallen für Frauen die Hijab-Pflicht galt. Wir wurden beschimpft und gezwungen, uns zu verpflichten, die Kleiderordnung für Frauen zu befolgen, selbst in reinen Frauensporthallen. Man hat uns gezwungen, Formulare zu unterschreiben, in denen wir uns verpflichteten, die Regeln einzuhalten und uns so zu verhalten, wie wir es sollten. Ich wurde mehrmals gezwungen, solche Verpflichtungsformulare zu unterschreiben. Ich wurde zum Sicherheitsbüro der Universität geschickt und musste deren Fragen zu meinem Verhalten beantworten. Aber sie konnten nicht verstehen, dass wir den obligatorischen Hijab ablegen mussten. Nur weil unser Studienfach körperliche Aktivitäten erforderte, bei denen wir den Hijab nicht die ganze Zeit tragen konnten. Sie schüchterten uns massiv ein. Es kam vor, dass ich Vorladungen erhielt. Nachdem ich mehrmals zum Sicherheitsbüro der Universität gerufen wurde, um dort Verpflichtungserklärungen zu unterschreiben, wurde ich eines Tages verhaftet. In einem Verfahren wurde dann festgestellt, dass wir unsere Verfehlungen so oft fortsetzen, dass sie als vorsätzliche Handlungen angesehen werden und nicht als einfache Verfehlungen, die vielleicht nur ein- oder zweimal passiert sind. Das war schwer zu verkraften. Im Allgemeinen werden iranische Frauen unterdrückt, was die Kleiderordnung, die Sicherheit und so weiter betrifft. Traurigerweise werden wir in der Ausübung unserer Rechte unterdrückt. Das ist mein Fluchtgrund. شما خیلی رو کمک کردی که خیلیایی که گیر کرده بودن برای سالها یه سال Because of your bad economic situation, you've had to cooperate with the smugglers. Now you've led this group and we could say that you are safe in Germany. Could you tell us a bit more about your role and experiences? خیلی‌ها واقعاً لیاقت رفتن رو داشتن ولی In قاچاقبرا Bosnien به habe ich خاطر vielen سوء Menschen geholfen. استفاده ترسی Viele که von ihnen waren قاچاقبرا جونشون hilfsbedürftig, gerade weil ihnen von gierigen Schmugglern Schreckensgeschichten über die Gefahren an den Grenzen und auf der Route erzählt worden waren. Schmuggler zeigen den Migranten nicht immer sichere Routen. Sie behaupten fast immer, dass diese oder jene Route nicht sicher sei, und mit dieser Behauptung versuchen sie, die Migranten auszutricksen, damit sie ihnen mehr Geld geben und im Gegenzug eine sichere Route versprechen.
Sie täuschen Sie, damit Sie höhere Beträge fordern können. Deshalb hatte ich vielen mit meinen eigenen Kenntnissen über die Routen helfen können. Ich habe 5 Jahre lange Erfahrung gesammelt, indem ich auf verschiedenen Routen und Passagen hin und her gefahren bin. Ich hatte allein 32 Versuche, die kroatische Grenze zu überqueren, zusammen mit Schmugglern und Migranten, wobei ich geholfen habe, sie zu überqueren. Mir wurde von Schmugglern gesagt, ich solle ihnen ein- bis zweimal helfen, dann würden sie mir bei der Ausreise helfen. Aber das ist nie passiert. Ich habe mehr als 20 oder 25 Mal Gruppen von jeweils 10 bis 15 Personen an verschiedenen Stellen der kroatischen und bosnischen Grenze über die Grenze geführt und in die Taxis auf der anderen Seite gebracht. Zweimal habe ich versucht, in die Taxis einzusteigen. Beide Male hatten die Fahrer eine Waffe auf mich gerichtet und sagten, dass die Führer nicht in die Autos einsteigen können, sondern zurückgehen müssen. Ich hing 5 Jahre fest, weil ich bedroht wurde, aber ich hatte buchstäblich auch kein Geld, um meine Reise fortzusetzen. Ich habe in schlechten Verhältnissen gelebt, in den Lagern geschlafen. Ich hatte nicht einmal Geld für den Kauf von Zigaretten. Mir ist es zweimal passiert, dass Schmuggler mir eine Waffe angeboten haben, die ich tragen sollte, während ich die Reisenden führte. Mir wurde gesagt, ich solle meine Waffe auf sie richten, damit ich sie bedrohen und zwingen könne, den Weg ohne Pause zu gehen. Mir wurde gesagt, dass ich notfalls auf sie schießen solle, wenn sie die Route nicht fortsetzen. Ich wurde angewiesen, sie mit allen Mitteln zu schlagen. Wer es jemals wagte, einen Laut von sich zu geben oder sich zu widersetzen, den sollte ich mit einem Stock schlagen, auf die Ohren hauen, ins Gesicht schlagen, sie zwingen, aufzustehen und zu gehen. Hier spielt Geld eine tragende Rolle. Wir geben für jede einzelne Überfahrt für eine Gruppe von 15 Personen etwa 2 bis 3 Riesen aus. Wenn wir abhauen und auch nur eine einzige Person diese Überfahrt nicht schafft, weil sie zurückbleibt oder von der Polizei gefangen genommen wird, verlieren sie 1 oder 2 Tausender. Deshalb müssen sie durch Beißen, Schlagen, Auspeitschen und so weiter zum Gehen gezwungen werden. Dass Schmuggler Frauen misshandeln oder missbrauchen, ist keine Seltenheit. Mit dem Versprechen, über die Grenze gebracht zu werden, bringen sie Frauen dazu, in ihren Häusern zu leben. 10 bis 15 Tage meist. Dort wird ihnen nahegelegt, sich so zu verhalten, als seien sie Mann und Frau, also mit ihnen zu schlafen. Meist wird dann ein Vorwand gefunden, um die sogenannte Beziehung zu beenden, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen, also die Frauen über die Grenze zu bringen. Ich habe viele Frauen in dieser Situation gesehen. Ich habe sogar gesehen, wie Polizisten Frauen vergewaltigt haben. 3-mal, buchstäblich. Einmal, wie Polizisten eine Frau direkt vor meinen Augen vergewaltigt haben. Einmal, wie die Grenzpolizei in Griechenland die Vergewaltigte abführte. Ein anderes Mal in Rumänien. Wir waren 7 Personen, die auf eine Gelegenheit warteten, die Grenze zu überqueren. Eine 3-köpfige Familie. Das Kind der Familie, der Vater, 3 ihrer Freunde und ich wurden in das Auto gezwungen. Aber die Polizisten schnappten sich die Frau, trennten sie, schleppten sie in den Wald. Als sie wieder auftauchten, war die Frau blutüberströmt und weinte. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Die Familie ist auseinandergerissen worden, so wie bei den griechischen Polizisten. Das habe ich gesehen. Ich habe an den Grenzen Dinge gesehen, die kein Mensch verkraften kann, wenn ich darüber spreche. Gerade Kroatien ist für Migranten wie eine riesige Mauer, die es zu überwinden gilt. Sie wirkt undurchdringlich. Es scheint unmöglich, sie zu überwinden. Hier braucht es tatsächlich List. Nicht nur die Polizisten sind brutal, sondern auch die Bürger verhalten sich wie Polizisten. Wenn ihre Zivilisten dich entdecken, ist es, als würden ihre Polizisten dich entdecken. Sie nehmen dich fest, schlagen dich, konfiszieren dein Handy, dein Hab und Gut, zünden es vor deinen Augen an. Alles, was du hast, einschließlich Geld und Telefon. Es ist ihnen egal, ob du sie anfließt und in Tränen ausbrichst. Es ist ihnen egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau. Sie wollen dir nur noch mehr Leid zufügen. Sie wollen Migranten einfangen, sie in ihre Transporter zwingen, die Klimaanlage im Winter auf volle Pulle aufdrehen, nachdem sie dir die Jacken abgenommen haben. Dann lassen sie den Motor laufen, fahren weiter, treten immer wieder auf die Bremse wie ein Schaukelstuhl, sodass man immer wieder gegen die Autositze, Türen und Fahrzeugwände stößt. Auf diese Weise fahren sie die Migranten zurück an die Grenzen, um sie hinter den Grenzen und aus ihrem Land zu drängen. Kroatien ist feindselig gegenüber Migranten. Es ist ihnen egal, woher sie kommen. Wenn sie wissen, dass du ein Migrant bist, dann wollen sie dich einfach fertig machen. I enjoyed talking to them. The conversation was really good, but really awful. You know what is the police, border police in East Europe is doing is really unhuman, insane, and terrible things are happening there. And I hope someone find a solution to this brutal.